Gut, ihr wisst ja, Geschichten bewahren die Vergangenheit, deuten die Gegenwart und sagen die Zukunft voraus. Und darum haben wir hier in Prigorodki auch immer einen Platz am Lagerfeuer für alle, die eine Geschichte erzählen können. Und heute würde ich gerne anfangen mit einer Geschichte, die ich selber mir ausgedacht habe. Und zwar nenne ich die Geschichte Die jungen Wildhunde. Ja, das ist keine Geschichte über Gut und Böse, sondern mehr eine Geschichte über Druck und darüber, was Druck mit dir machen kann. Am Rande der Savanne lebte einst ein kleines Rudel junger Wildhunde. Sie waren neu im Gras und waren laut beim Rennen und ziemlich ungeschickt beim Jagen. Und die großen Raubtiere wie die Löwen, die Schakale, die Leoparden und die Hyänen, die griffen sie oft an und jagten sie fort. Manchmal aus Hunger, manchmal aus Gewohnheit und manchmal einfach, weil sie es konnten. Und selbst ein listiger Affe, der spielte ihnen mehrmals Streiche und fand in ihnen ein lohnendes Opfer. Und die jungen Wildhunde, die wanderten viel und suchten Schutz. Sie verloren Beute, sie verloren Schlaf, sie verloren ihren Bau und manchmal sogar ihren Mut. Doch nicht alle Tiere waren gegen sie. Wenn die Hyänen sich sammelten, dann gab es immer Vögel, die sie warnten. Oder ein Trupp Antilopen änderte seine Richtung, damit die Wildhunde durchkamen. Sogar ein einzelner Gepard lief einmal ein Stück neben ihnen, nur damit die Hyänen Abstand hielten. Keiner tat es groß, keiner verlangte Dank, aber die Warnrufe waren da, die geteilten Wege waren da und der Schutz im Vorbeigehen auch. Sogar ein einzelner Elefant sagte einmal, bleibt zusammen, dann lernt ihr. Und das Rudel wuchs. Es wurde nicht unverwundbar, aber es wurde von anderen getragen. Aber der Druck bei den Wildhunden legte sich nicht nur auf die Pfoten, sondern er legte sich ins Herz. Und eines Tages verschwanden die Wildhunde. Und irgendwann waren sie fort. Als sie zurückkamen, waren sie größer, sicherer. Und sie hatten gelernt, wie Hyänen jagen. Und sie jagten nun nicht mehr nur, um zu überleben, sondern sie jagten, um zu zeigen, was sie konnten. Nicht aus Hunger, sondern aus Lust. Und sie hetzten, auch wenn sie nicht mussten. Sie rissen Höhlen ein, die anderen Deckung gegeben hatten. Sie jagten am Rand der Herden, nicht weil sie Beute brauchten, sondern weil sie beweisen wollten, dass sie es konnten. Wenn die anderen grausam sind, sagten sie, dann sind wir es auch. Und die Stimmen im Gras wurden leiser. Und die Tiere der Savanne sahen fassungslos zu. Denn gerade die Wildhunde hatten ja von ihren Warnrufen profitiert. Von offenen Pfaden, von geteiltem Schutz. Und die Antilopen, die liefen nicht mehr neben ihnen. Die Vögel warnten nicht mehr. Der Elefant blieb im Schatten, aber am Ende trat er vor. Er war nicht schnell, aber er war laut und bestimmt. Und als er stehen blieb, bewegte sich der Wind um ihn herum. Er sah die Wildhunde lange an und sagte, wir haben euch nicht geschützt, weil ihr schwach wart, sondern weil wir zeigen wollten, dass man nicht werden muss wie die dich jagen. Ihr habt von den Warnrufen gelebt, von geteilten Wegen, von fremdem Mut. Ihr beißt in die Hufe, die neben euch gestanden haben. Wir wollten euch zeigen, dass man anders jagen kann. Nicht, weil es leichter ist, sondern weil es möglich ist. Und ihr werdet wie die euch vertrieben haben. Und am Ende bleibt nur noch Staub. Das Rudel schwieg. Einige knurrten, einige senkten die Köpfe, einige gingen. Und die Savanne lernte, Verletzung erklärt vieles, aber sie entschuldigt nicht alles. Und Stärke zeigt sich nicht darin, dass man zurückbeißt, sondern darin, dass man entscheidet, es nicht zu tun. Keiner möchte was dazu sagen. Geschichte, aber ich fand die Geschichte sehr schön. Danke. Tiefes, Ich glaube, keiner möchte danach reden. tiefes betroffenes Schweigen. Erstmal muss es sitzen. Ich habe tatsächlich das Klatschen-Emoji gesucht. Aus dem Serverleben gegriffen, ja. Sehr, sehr schön. Eine schöne Geschichte. Mhm.